Also stell dir mal folgende Situation vor. Du möchtest unbedingt lernen, wie man Fahrrad fährt, okay? Mhm. Du bist hochmotiviert. Also gehst du in die Bibliothek, leihst dir 5 dicke Wälzer über Physik aus, über Aerodynamik und die Mechanik von 2 Rädern. Klassischer Ansatz, ja. Genau. Du lernst jede einzelne Formel auswendig. Du weißt wirklich im Detail, wie der Schwerpunkt berechnet wird. Und dann nach Monaten des intensiven theoretischen Studiums setzt du dich zum allerersten Mal auf einen Sattel und fällst sofort um. Richtig. Ein geradezu tragisches, aber neurologisch gesehen völlig logisches Szenario. Total, oder? Absolut. Dein Verstand hat die Theorie zwar verstanden, aber deinem Körper fehlt halt jegliche praktische Referenz. Also die Balance, das subtile Zusammenspiel der Muskeln, das intuitive Gefühl für die Gewichtsverlagerung, das lässt sich schlichtweg nicht aus einem Text extrahieren. Ja. Man muss in die Pedale treten und spüren, wie das Rad auf die eigenen Bewegungen reagiert. Und das Verrückte ist ja, das ist genau der Standardansatz, den fast alle von uns wählen, wenn wir eine neue Sprache lernen wollen. Wir pauken Vokabeln, bis uns der Kopf raucht. Wir zerschneiden Grammatikregeln in ihre Einzelteile. Aber wenn wir dann im echten Leben, sagen wir mal am Bahnhof, einen Kaffee auf Deutsch bestellen sollen, bringen wir keinen Ton heraus. Wir schauen uns heute das System der Polyglottin Salome an, in unserer heutigen Tiefenanalyse. Genau, Und sie ist ja ein extrem spannender Fall. total. Sie spricht Deutsch als Muttersprache, aber eben auch Kantonesisch, Mandarin, Französisch und Englisch. Und sie hat eine Methode entwickelt, die sogenannte Fluency Pyramid, also die Pyramide des fließenden Sprechens, die uns aus dieser Theoriefalle befreien soll. Richtig. Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Salome sagt, bevor wir überhaupt anfangen, auch nur eine einzige Vokabelkarte anzusehen, müssen wir unser eigenes Warum gnadenlos ehrlich definieren. Ja, und psychologisch betrachtet ist das eigentlich der einzige Weg, um langfristig nicht aufzugeben. Mhm. Die meisten Menschen überspringen diesen ersten Schritt leider. Weil es sich nicht nach Arbeit anfühlt, oder? Exakt. Es fühlt sich nicht nach echtem Lernen an. Sie wollen sofort irgendwelche Apps herunterladen oder Bücher kaufen, aber Salome argumentiert hier wirklich sehr schlüssig, dass ein vages, Deutsch zu sprechen wäre irgendwie ganz nett für den Lebenslauf. Das reicht als Motivationsträger einfach nicht aus. Ja, das bricht schnell zusammen. Genau. Unser Gehirn ist im Grunde, wenn man ehrlich ist, eine radikale Energiesparmaschine. Es weigert sich schlichtweg, Tausende von neuen Wörtern und abstrakten Regeln dauerhaft abzuspeichern, wenn es dafür keinen zwingenden, überlebenswichtigen oder emotional stark aufgeladenen Grund gibt. Sie fragt in ihren Unterlagen auch ganz direkt nach. Also sie sagt, ziehst du in ein deutschsprachiges Land, brauchst du es zwingend für eine Beförderung im Job? Hast du deutschsprachige Menschen in deinem direkten Umfeld, mit denen du tiefergehende Beziehungen aufbauen willst? Das Fundament muss massiv sein. Denn, wenn wir ehrlich sind, das Erlernen einer Sprache ist kein Sprint. Absolut nicht. Es ist ein Marathon. Genau, es ist ein zäher Prozess. Wenn das Warum bei der ersten echten Hürde bröckelt, dann bricht die ganze Motivation in sich zusammen. Lass uns das mal auf die Biologie herunterbrechen, das ist nämlich super spannend. Oh ja, gerne. Wenn du an dem Punkt ankommst, an dem dir die deutschen Artikel, also der, die, das, wirklich den letzten Nerv rauben, Oh ja, der absolute Klassiker. dann ist es nicht deine eiserne Disziplin, die dich am Schreibtisch hält. Es ist die emotionale Verknüpfung. Wenn dein Warum ist, dass du dich endlich mit deinen Schwiegereltern fließend unterhalten möchtest, dann schüttet dein Gehirn bei Fortschritten Dopamin aus. Ah, okay. Und dieses Dopamin fungiert als chemischer Marker. Der signalisiert dem Gehirn, diese Information ist extrem wichtig für unsere soziale Bindung, speichere sie ab. Wahnsinn. Ja, ohne diesen emotionalen Anker verwirft das Gehirn die neuen Vokabeln einfach wieder als unnötigen Ballast. Das leuchtet absolut ein. Aber hier stoße ich in der Praxis oft auf eine kleine Mauer. Okay? Nehmen wir an, ich habe mein Warum gefunden. Ich bin hochmotiviert. Der nächste Schritt bei Salome ist ja der Mut zur echten Konversation, also das Aufbauen von Selbstvertrauen. Sie kritisiert scharf, dass wir uns lieber hinter Apps wie Duolingo verstecken, anstatt wirklich zu sprechen. Aber da muss ich mal eine Lanze für die Lernenden brechen. Also Apps fühlen sich an wie Fortschritt. Ja, das stimmt. Sie geben mir Punkte, sie zeigen mir meine Fehler auf eine ganz nette, spielerische Art.
Warum ist dieser Perfektionismus, dieses ständige Ausfüllen von Lückentexten laut ihr so eine massive Blockade? Es ist doch besser als nichts, oder? Naja, es fühlt sich besser an, ja. Aber es ist eine trügerische Sicherheit. Und das wirft eine fundamentale Frage auf, nämlich wie unser Schulsystem eigentlich unsere Definition von Kommunikation geprägt hat. Oh, das ist ein guter Punkt. Als Erwachsene haben wir oft panische Angst davor, inkompetent zu wirken. In der Schule haben wir jahrelang eingetrichtert bekommen, Fehler bedeuten Punktabzug. Fehler mindern deinen intellektuellen Wert. Roter Stift überall. Ganz genau. Und Apps oder Arbeitsblätter bieten uns da einen geschützten Raum. Es ist eine kontrollierte, völlig sterile Umgebung. Aber echte Kommunikation ist halt das absolute Gegenteil davon. Ja, total. Sie ist chaotisch, unvorhersehbar, voller Slang, halber Sätze und eben Fehler. Salome macht hier wirklich deutlich, dass es bei Sprache primär um menschliche Verbindung geht, nicht um akademische Fehlerfreiheit. Und das zeigt sich unglaublich schön an einem Beispiel aus der Quelle, das ich hier liegen habe. Ah, die Geschichte mit Wes, oder? Richtig. Sie erzählt von Wes, einem ihrer Schüler aus den USA. Der hat genau diesen Sprung ins kalte Wasser gewagt. Anstatt sich abends mit seinen Büchern einzuschließen, hat er sich einer lokalen Gruppe von Muttersprachlern angeschlossen. Er ist einfach in eine Bar gegangen und hat sich zu denen gesetzt. Das Ergebnis war wohl Wahnsinn. Sein Deutsch ist nicht nur explodiert, sondern er hat auch einen kompletten neuen Freundeskreis gefunden. Ja, und beachte mal, was Wes dort auf neurologischer Ebene völlig unbewusst getan hat. Was genau meinst du? Er hat die Sprache aus dem abstrakten Raum des Lehrbuchs in den physischen Raum des sozialen Erlebens geholt. Ah, okay. Stell dir vor, Wes sitzt in dieser Bar. Jemand erzählt einen Witz auf Deutsch. Wes versteht ihn zunächst überhaupt nicht. Jemand erklärt ihm dann das entscheidende Wort. Wes lacht. Die Emotion kommt dazu. Genau. In diesem Moment verknüpft sein Gehirn diese neue Vokabel mit dem Geruch des Bieres, der Lautstärke der Bar, dem Gesicht seines neuen Freundes und der Emotion des Lachens. Krass. Das ist ein absoluter Turbo für die Erinnerungsfähigkeit. Ein Wort, das du so lernst, vergisst du nie wieder. Eine App kann diesen mehrdimensionalen Kontext unmöglich simulieren. Okay, das ist ein starkes Argument. Aber nehmen wir mal an, ich traue mich jetzt, ja? Okay. Ich lege das Smartphone weg, ich gehe raus, ich spreche mit echten Menschen. Ich habe den Mut gefunden. Aber dann passiert etwas, das mich sofort wieder demotivieren könnte. Mein Gegenüber starrt mich nur völlig verwirrt an. Ah ja, das kenne ich. Ich werde schlichtweg nicht verstanden, obwohl meine Grammatik in dem Moment vielleicht sogar stimmt. Der Mut war völlig umsonst, wenn die Phonetik, also die Aussprache, komplett daneben liegt. Und laut Salome wird genau das in traditionellen Kursen massiv vernachlässigt, oder? Das ist ein katastrophaler Schwachpunkt fast aller klassischen Lehrpläne, ja? Wie Salome sehr treffend beobachtet, findet man in typischen Lehrbüchern oft nur am Ende eines Kapitels ein paar mickrige Ausspracheübungen. Ja, so kleine Audio-Icons, die man meistens ignoriert. Genau. Der Löwenanteil der Zeit fließt in das Konstruieren von grammatikalisch komplexen Sätzen. Das Resultat ist wahnsinnig frustrierend. Lernende erreichen auf dem Papier wirklich fortgeschrittene Level, haben Hunderte von Stunden investiert und scheitern dann in der realen Welt, weil ihre Laute für einen Muttersprachler gar nicht zu entschlüsseln sind. Das Gehirn des Zuhörers muss in so einer Situation so viel Energie aufwenden, um den starken Akzent irgendwie zu dekodieren, dass die eigentliche Botschaft komplett verloren geht. Man hat die ganze harte Arbeit reingesteckt und dann scheitert es am Klang. Richtig. Aber Salome liefert hier 4 wirklich griffige Taktiken, um genau das zu beheben. Die erste finde ich super. Kurze Audio- oder Videosequenzen nehmen, das Transkript dazu holen, sie empfiehlt ja Tools wie DeepL, den Text laut vorlesen, sich selbst aufnehmen und das dann gnadenlos mit dem Original vergleichen. Eine super Methode. Die zweite Taktik ist das Shadowing, also das zeitgleiche Nachsprechen von Muttersprachlern. Und hier wird es wirklich interessant. Sie sagt, notfalls kann man das auch einfach nur im Kopf machen. Ja? Sie nennt es die Baby-Methode. Aber Moment, da muss ich mal kurz einhaken. Klar. Wenn ich in der U-Bahn sitze und 2 Deutschen zuhöre und ich bin absoluter Anfänger, ich habe doch keine Ahnung, was die da gerade sagen. Wie soll ich sie denn im Kopf nachsprechen, wenn ich den Inhalt null verstehe? Weil es in diesem spezifischen Moment überhaupt nicht um den Inhalt geht. Nicht?
Nein, es geht rein um die Melodie, den Rhythmus und die Mechanik der Laute. Babys tun genau das. Sie plappern monatelang Laute nach, völlig ohne deren Bedeutung zu kennen. Einfach um ihren Sprechapparat zu trainieren. Ah, verstehe. Wenn du in der U-Bahn sitzt und die Sprachmelodie mental imitierst, umgehst du dein analytisches Gehirn. Dabei feuern in deinem motorischen Kortex die sogenannten Spiegelneuronen. Das heißt, mein Gehirn arbeitet, auch wenn ich stumm bin. Exakt. Du bereitest deine Muskeln auf die ungewohnten Bewegungen vor, die für die deutsche Sprache nötig sind, ohne auch nur ein einziges Wort laut auszusprechen. Das ist faszinierend, weil es ja bedeutet, dass ich ungenutzte Wartezeit im Alltag, also beim Pendeln oder so, plötzlich in echtes Training verwandeln kann. Ganz genau. Und wenn ich dann zu Hause bin, greift Ihre erste Taktik das Aufnehmen der eigenen Stimme. Aber sag mal, warum ist dieses Aufnehmen eigentlich so essentiell? Ich meine, ich höre mich doch selbst sprechen, während ich rede, oder? Eben nicht objektiv. Das ist ein riesiger Trugschluss. Echt? Ja, wenn du sprichst, hörst du deine Stimme nicht nur über die Luft, sondern auch über die Knochenleitung in deinem Schädel. Und das verfälscht den Klang enorm. Ah, deswegen hasst jeder seine eigene Stimme auf Sprachnachrichten. Genau das ist der Grund. Und schlimmer noch, dein Gehirn weiß ja, welches Wort du sagen willst. Okay. Es filtert kleine Aussprachefehler in Echtzeit heraus und gaukelt dir quasi vor, du hättest es absolut perfekt ausgesprochen. Wahnsinn, es lügt mich also an. Gewissermaßen ja. Erst wenn du die Aufnahme abspielst, entziehst du deinem Gehirn diesen Filter. Du bist gezwungen, der brutalen Realität ins Auge zu blicken. Du hörst Diskrepanzen zwischen dem Original und deiner Version, die du während des Sprechens einfach niemals wahrgenommen hättest. Okay, das erfordert aber definitiv ein starkes Ego, sich das regelmäßig anzuhören. Das stimmt, ja. Was mich direkt zu Ihren Tipps 3 und 4 bringt. Tipp 3, aktiv und unermüdlich um echtes Feedback und Korrekturen von Muttersprachlern bitten. Und Tipp 4, keine Faulheit bei Wörtern, deren Aussprache unklar ist. Sie rät dazu, Tools wie Lingue wirklich konsequent zu nutzen, um nachzuschlagen, wie ein Wort wirklich ausgesprochen wird. Man darf sich nicht angewöhnen, Wörter einfach irgendwie auszusprechen, in der Hoffnung, dass es schon passen wird. Dieser Punkt ist kritischer, als er zunächst klingt. In der Linguistik nennt man dieses Phänomen Fossilisierung. Fossilisierung, also wie ein Fossil, das versteinert. Ganz genau. Wenn du ein Wort 100-mal falsch aussprichst und niemand dich korrigiert, brennt sich dieser fehlerhafte neuronale Pfad ganz tief in dein Gehirn ein. Er versteinert regelrecht. Oh je. Es kostet später ein Vielfaches an Energie, eine jahrelang falsch angewöhnte Aussprache wieder zu verlernen, als sie von Beginn an gleich richtig zu etablieren. Salomés Ansatz verlangt hier wirklich radikale Eigenverantwortung. Du darfst nicht darauf warten, dass ein Lehrer dich irgendwann sanft korrigiert. Du musst dein Umfeld zu deinem persönlichen Korrektiv machen. Gut, fassen wir das mal kurz zusammen, damit wir den Faden nicht verlieren. Gerne. Ich habe mein Warum, ich traue mich endlich zu sprechen und dank Shadowing und ständigen Korrekturen klinge ich auch nicht mehr wie ein defekter Roboter. Aber jetzt stehen wir vor dem eigentlichen Kernproblem. Nämlich? Was sage ich überhaupt? Mir fehlen ja die Worte. Und hier erreichen wir in der Pyramide das berühmt-berüchtigte Duo Grammatik und Wortschatz. Und hier macht Salomé eine Aussage, bei der sich bei vielen traditionellen Lehrern wahrscheinlich wirklich die Nackenhaare aufstellen. Oh ja. Sie sagt, lerne nur das absolute Minimum. Ein radikaler Bruch mit dem klassischen Curriculum, das wir aus Schulen so kennen? Aber ist das nicht gefährlich? Ich meine, wenn sie mir sagt, ich soll fortgeschrittene Grammatik einfach ignorieren, klinge ich dann nicht irgendwie wie ein Höhlenmensch? Naja, Wenn ich mit meinem Chef auf Deutsch spreche, kann ich doch nicht einfach Verben im Infinitiv aneinanderreihen, oder? Wie rechtfertigt sie es, wesentliche Teile der Regeln einfach wegzulassen? lass uns das Konzept der kognitiven Belastung, des sogenannten Cognitive Load, mal betrachten. Okay. Dein Arbeitsgedächtnis ist vergleichbar mit dem Arbeitsspeicher eines Computers. Ja. Und das hat nur eine sehr begrenzte Kapazität. Richtig. Wenn du in einem echten Gespräch bist, musst du die Worte deines Gegenübers entschlüsseln, seine Mimik lesen und überlegen, was du inhaltlich antworten willst. Ist schon ziemlich viel auf einmal. Ja, wenn du jetzt zusätzlich versuchst, im Kopf das Plusquamperfekt zu konstruieren und dann noch die korrekte Deklination des Adjektivs im Dativ zu berechnen, dann stürzt dein System ab. Bluescreen im Gehirn quasi. Exakt. Du fängst an zu stottern oder verstummst einfach komplett.
Das heißt, indem ich mich bewusst beschränke, halte ich überhaupt erst Kapazitäten frei, um dem anderen zuzuhören. Richtig. Salome argumentiert ja auch gar nicht dafür, für immer wie ein Anfänger zu sprechen. Das ist wichtig zu verstehen. Okay, das beruhigt mich etwas. Sie sagt, du musst die Grundlagen erstmal so tief automatisieren, dass sie keine bewusste Rechenleistung mehr benötigen. Der Fokus für den Anfang liegt auf den absoluten Basics, also Gegenwart und Vergangenheit. Warum genau die zwei? Weil 90% unserer alltäglichen Kommunikation genau daraus bestehen. Zu erzählen, was wir gerade tun oder was uns gestern passiert ist. Das stimmt, ja? Dazu kommen Pronomen, die grundlegenden Artikel, das Kasussystem in seinen Grundzügen und ein simpler Satzbau. Alles andere ist vorerst wirklich Luxus. Wenn du diese Basics meisterst, klingst du nicht wie ein Höhlenmensch. Du klingst wie jemand, der klar und präzise kommuniziert. Das erinnert mich an eine großartige Analogie, die ich dazu gelesen habe. Es ist wie beim Kofferpacken für einen Urlaub, weißt du? Schöner Vergleich, ja. Wenn ich für ein Wochenende nach Berlin fahre, nehme ich nicht meinen kompletten Kleiderschrank mit. Ich packe keine Badehose und keine Skiausrüstung ein. Das traditionelle Schulsystem verlangt aber von uns, den gesamten Kleiderschrank, also alle Ausnahmeregeln, alle Konjunktive komplett auswendig zu lernen. Salome sagt hingegen, pack nur die Outfits ein, die du für genau diese spezifische Reise auch wirklich anziehen wirst. Das wirft aber doch die Frage auf, warum zwingt uns das Schulsystem dann überhaupt dazu, den ganzen verdammten Schrank mitzuschleppen? Naja, weil das Schulsystem auf messbare, standardisierte Ergebnisse ausgelegt ist. Ah, die Noten. Genau. Ein Lehrer muss am Ende des Halbjahres eine Note vergeben. Lebendige Sprachbeherrschung, spontane Konversationsfähigkeit, das Improvisieren in echten Dialogen, all das lässt sich in einem Klassenzimmer mit 30 Schülern unglaublich schwer objektiv prüfen. Das stimmt. Wie will man spontanes Sprechen fair benoten? Richtig. Was sich hingegen extrem leicht testen und benoten lässt, ist eine komplexe Grammatikregel, die auf dem Papier in eine Lücke eingetragen werden muss. Das System lehrt die abstrakte Anatomie der Sprache, weil sie überprüfbar ist. Salome hingegen lehrt das Tanzen mit der Sprache. Das Tanzen mit der Sprache. Das ist ein sehr schönes Bild. Und dieser radikale Minimalismus gilt laut ihr ja auch für die Vokabeln. Sie bezeichnet es als den größten Fehler überhaupt, lange, abstrakte Vokabellisten stur auswendig zu lernen. Ja, das ist ein echter Zeitfresser ohne großen Nutzen. Vokabeln müssen relevant für den eigenen Alltag sein und zwingend im Kontext gelernt werden. Eine Metapher, die ich dazu gelesen habe, bringt es echt auf den Punkt. Vokabeln aus einer Liste zu lernen, ist so, als würde man lose Zettel in eine riesige, chaotische Schublade werfen. Wenn man das Wort dann in der Konversation braucht, findet man es nie. Lernt man Vokabeln aber im Kontext, baut man eher eine Art Wikipedia-Seite im Kopf, bei der alles sinnvoll miteinander verlinkt ist. Das trifft den neurologischen Kern exakt. Lass uns das mal an einem Beispiel durchspielen. Gerne. Wenn du Gärtner bist und das Wort Schaufel lernst, während du physisch eine Schaufel in der Hand hältst und Erde umgräbst. Okay, also ich bin im Garten. Genau. Du verknüpfst das Wort sofort mit der motorischen Bewegung, dem Gewicht des Metalls in deiner Hand und dem Geruch der Erde. Es entstehen Dutzende neuronale Pfade gleichzeitig. Ein Programmierer hingegen braucht völlig andere Verknüpfungen für seinen Alltag. Ein Wort, das eine echte Bedeutung für deinen direkten Alltag hat, haftet sofort. Eine isolierte Liste aus einem allgemeinen Lehrbuch wird vom Gehirn nach wenigen Tagen gelöscht, schlichtweg weil die Querverweise fehlen. Wahnsinn, wie unser Gehirn da filtert. Wir haben jetzt also die Werkzeuge beisammen. Ein starkes Warum, den Mut, die fokussierte Aussprache und unser minimales, aber hochwirksames Gepäck an Grammatik und Vokabeln. Genau, die Basis steht. Was uns zur absoluten Spitze von Salomes Pyramide bringt. Die ganzen Werkzeuge nützen uns schließlich nichts, wenn der Motor nach 2 Wochen abwirkt. Richtig. Wie halten wir das am Laufen? Ihr Credo hier lautet, Konstanz schlägt intensives Pauken. Smart lernen, nicht hart lernen. Sie sagt, 30 Minuten tägliches Lernen sind weitaus effektiver, als sich einmal am Wochenende für 4 Stunden komplett einzuschließen. Hier sehen wir den sogenannten Spacing-Effekt in der Praxis. Das ist ein fundamentales Prinzip der kognitiven Psychologie. Spacing-Effekt, also Abstände lassen. Genau. Unser Gehirn nutzt den Schlaf, um Erinnerungen zu konsolidieren. Die Synapsen werden im Schlaf physisch verstärkt. Wenn du 4 Stunden an einem Sonntag paukst und dann 6 Tage lang gar nichts tust, verfällt der Großteil dieser Verbindungen wieder. Das ist die klassische Vergessenskurve. Das ist deprimierend.
Da lernt man 4 Stunden und fast alles ist weg. Ja. Wenn du deinem Gehirn aber täglich, und wenn es auch nur für 30 kurze Minuten ist, diese Reize sendest, unterbrichst du das Vergessen. Du sendest ein klares, evolutionäres Signal an deinen Körper. Nämlich? Diese deutsche Sprache taucht jeden verdammten Tag in meiner Umgebung auf. Sie ist überlebenswichtig. Behalte sie. Wahnsinn, wie unsere Biologie uns da eigentlich helfen will, wenn wir ihr nur die richtigen Signale geben. Ja, man muss mit dem Gehirn arbeiten, nicht dagegen. Salome rät in dieser Phase auch, sich unbedingt einen festen Sprachpartner zu suchen, um genau diesen täglichen Reiz auch aufrechtzuerhalten. Und sie mahnt extrem zu Geduld. Aber das für mich absolute Highlight ihrer Methode, der wirkliche krönende Abschluss der Pyramide, ist Spaß. Ja. Das klingt fast schon zu banal, um wahr zu sein, aber sie meint es ernst. Sie sagt, wenn man den Prozess genießt, bleibt man automatisch konsistent. Man akzeptiert Fehler leichter, weil man über sich selbst lachen kann. Ihr Aufruf lautet wirklich, legt das Lehrbuch weg. Die reale Welt da draußen ist das allerbeste Klassenzimmer. Es mag vielleicht banal klingen, aber Spaß ist kein esoterisches Wohlfühlkonzept, es ist eine neurologische Notwendigkeit. Okay, das musst du erklären. Wenn der Spaß fehlt, wird die Sprache als Bedrohung oder als bloße administrative Hürde wahrgenommen. Das Gehirn schüttet Stresshormone aus und die blockieren das Lernen komplett. Ah, wie früher vor einer Mathearbeit. Ganz genau. Sobald du aber anfängst, Humor, Kultur und menschliche Interaktion in der neuen Sprache zu erleben, öffnet sich dieser Filter wieder. Die Sprache wird vom lästigen Werkzeug zu einem echten Teil deiner Identität. Richtig. Und genau an dieser Schwelle passiert der Übergang von diesem anstrengenden, bewussten Übersetzen im Kopf zu echtem, mühelosem Sprachfluss. Lass uns das für alle, die uns jetzt zuhören, noch einmal verdichten. Wenn du eine Sprache wirklich fließend beherrschen willst, vergiss die Angst vor dem perfekten Satz. Definitiv. Salomes System zeigt einen völlig anderen Weg. Es beginnt ganz unten mit einem unerschütterlichen, emotional verankerten Warum. Dann folgt der mutige Sprung ins Chaos der echten Konversation, weit weg von der trügerischen Sicherheit von irgendwelchen Arbeitsblättern. Der Fokus liegt sofort auf dem natürlichen Klang, notfalls durch mentales Shadowing in der U-Bahn, damit du auch wirklich verstanden wirst. Ganz wichtig. Dann der clevere Minimalismus. Pack deinen grammatikalischen Koffer nur mit dem Nötigsten und lerne Vokabeln wie ein hypervernetztes Wikipedia, nicht wie eine chaotische Schublade. Und das Dach der Pyramide ist die konstante tägliche Gewohnheit, die vor allem von der echten Freude am Entdecken getrieben wird. Hervorragend zusammengefasst. Und da die reale Welt, wie wir heute festgestellt haben, das beste Klassenzimmer ist und kurze, tägliche Reize das intensive Pauken bei weitem schlagen, möchte ich dir, der uns gerade zuhört, einen finalen Gedanken mit auf den Weg geben. Oh, sehr gerne. Wie könntest du schon heute, direkt im Anschluss an diese Analyse, deine eigene Umgebung ganz subtil manipulieren? Spannend. Vielleicht änderst du einfach mal die Sprache deines Smartphones auf Deutsch. Oder du lässt einen deutschsprachigen Podcast beim Kochen im Hintergrund laufen, völlig ohne dich krampfhaft auf jedes Wort zu konzentrieren. Einfach nur für den Klang. Genau. Wie kannst du dein Gehirn völlig unbewusst zum Lernen zwingen, sodass es sich überhaupt nicht mehr nach Arbeit anfühlt? Ein großartiger Impuls zum Abschluss: Hol die Sprache in dein Leben, lange bevor du dich wirklich bereit fühlst. Setz dich auf den Sattel und tritt in die Pedale. Das Gleichgewicht, das kommt dann beim Fahren ganz von allein. 1000 Dank fürs Zuhören und dass du uns auf dieser analytischen Reise begleitet hast. Wir hören uns bei der nächsten Tiefenanalyse.